Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super leckeres Pasta-Rezept mit einer Art türkischer Bolognese-Ragout und Joghurtsoße. Dafür als erstes eine Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken. Außerdem habe ich hier noch eine kleine rote Paprika sowie eine kleine Zucchini. Beides zunächst in dünne Streifen und danach in feine Würfel schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das Gemüse in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten darin anschwitzen. Danach kommt das Hackfleisch dazu. Ich habe hier insgesamt 400 Gramm Rinderhack verwendet. Die Hitze der Pfanne etwas erhöhen, das Hackfleisch dazugeben, mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen und für weitere 5 bis 6 Minuten krümelig anbraten, dabei gelegentlich umrühren. Als nächstes kommen die Gewürze dazu, außerdem 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 Teelöffel süßes Paprikapulver, einen halben Teelöffel scharfes Paprikapulver, 1 Teelöffel Oregano und 1 Teelöffel Sumak. Die Gewürze und das Tomatenmark kurz unterrühren, für ein paar Sekunden mit anrösten lassen, dann noch eine Dose gehackte Tomaten sowie Salz, Pfeffer und etwas Zucker dazugeben, einmal gut umrühren und das Hackfleisch-Ragout bei niedriger Stufe noch etwas köcheln lassen. Nebenbei einen großen Topf mit reichlich Wasser für die Nudeln aufsetzen, das Nudelwasser sehr gut salzen, anschließend zum Kochen bringen und sobald das Wasser kocht, 500 Gramm Nudeln ins Wasser geben und für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Zum Schluss fehlt nur noch die Joghurtsoße. Dafür 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Den gehackten Knoblauch mit etwa 300 Gramm türkischem Joghurt in eine Rührschüssel geben. Außerdem kommen noch ein paar Kräuter dazu, 5 bis 6 Minzblätter sowie 2 bis 3 Stängel Petersilie, fein hacken und ebenfalls mit zum Joghurt geben. Zum Schluss noch einen Schuss Öl dazu, außerdem eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer und dann nur noch einmal kurz umrühren und bis zum Anrichten zur Seite stellen. Die fertigen Nudeln über einem Nudelsieb abgießen, kurz abtropfen lassen und danach können wir auch schon servieren. Dafür die Pasta auf tiefen Tellern verteilen. Jetzt 2 bis 3 Esslöffel vom Hackfleisch-Ragout über die Nudeln geben, außerdem 1 bis 2 Löffel Joghurtsoße und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.